So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo ein neues Hauptevent jetzt gestartet ist. Tja, Thelxies fantastische Abenteuer. Ein Event, was jetzt noch 13 Tage geht. Und darüber hinaus, ja, geniale Beschwörung, ist ja natürlich ja klar. Da kriegen wir jetzt natürlich auch etwas wieder nicht hin. Aber generell, geniale Beschwörung habe ich zwar ein paar Mal gespielt gehabt, aber dann sagst du so auch nicht mehr allzu häufig. Nun denn, auf jeden Fall, Thelxies Abenteuer ist doch jetzt auf jeden Fall wieder etwas, was wir doch gut und gerne mal machen könnten. Und am Ende kriegt man gratis Fréminett. So, an diesem Tag erhältst du eine Mission vom Angelverein Fontaine. Wie verlangt, reisen du und Palme nach Yes, um Nachforschungen anzustellen. Der Vorhang hebt sich für ein neues, wunderbares Abenteuer. Und ich denke mal, das Abenteuer wird auch sehr schön werden. Existenz eines Wasserunholdes. Abgesehen davon hatten wir bis jetzt noch kein einziges Mal den Angelverein von Fontaine hier gesehen. Okay, wir hatten ihn, glaube ich, mal auf der Karte gesehen, aber die Sache mit dem Angeln hat sich ja bei mir auch ziemlich schnell verflogen. Genau das wie mit geniale Beschwörung, muss man sagen. Zu Anfang hatte ich zwar gesagt, ja, ich werde noch so angeln, um dann auf alle... Okay, das ist vielleicht jetzt nicht gerade die ideale Stelle hier. Wo könnten wir das jetzt hier am besten machen? Machen wir es am besten hier. Aber ja, ich habe auch zu Anfang gesagt, ich werde auch ein bisschen angeln, um diesen besonderen Speer zu kriegen für Raiden Shogun. Habe ich dann auch nicht gemacht. Mit geniale Beschwörung wollte ich ja natürlich auch noch etwas machen, aber da hat sich das ganz... Wieso ist da hinten... Wie bitteschön konnte ich dieses Gebiet hier übersehen? Mal im Ernst, wie konnte ich jetzt dieses Gebiet hier übersehen? Okay, das müssen wir jetzt nochmal kurzzeitig freischalten. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Angelverein. Aber ja, geniale Beschwörung, da kann man auch noch immer noch ein bisschen Urgestein verdienen. Aber habe ich mich bis jetzt auch nicht gerade so sehr weiter interessiert. Naja, und stimmt, ja, Trauerweide inmitten des Sees. Da war ja noch was. Da war ja noch was gewesen. Das sollte, glaube ich, auch noch eine neue Nebenquest. Mit sich bringen, will ich meinen. Aber generell scheint es jetzt hier sowieso schon mal ein paar interessante neue Sachen zu geben. Aber wie dem auch sei, wir müssen jetzt verdammt nochmal zum Angelverein hin. Und hoffentlich latschen wir dann jetzt in keinen Weltauftrag rein, der sich sofort aktivieren lässt. Okay, sieht schon mal vielversprechend aus. Jetzt müssen wir es bloß noch bis zum Angelverein schaffen. Generell auch eine recht komische Position für einen Angelverein.
Aber wie dem auch sei. Jeder Angelverein ist natürlich auch unterschiedlich. Ist sowieso auch eine gute Nacht für einen kleinen Schwimmausflug. Besonders mit Klamotten, sehr empfehlenswert. Jedes Kleidungsstück in Teyvat sowieso sehr wasserabweisend. Allerdings nur, wenn man in Gewässern schwimmen geht. Oder in Seen, Meeren. Ein paar Teichen. Aber Badewasser? Nein. Da bleibt der Sack alles nass. Aha, De La Roche. Oder De La Roche. That can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? Wir haben eure Mission erhalten. Oh, so you're adventurers. Oh, finally. Someone has heard my prayers. Paimon could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got 2 super experienced adventurers right here. We'll take care of anything and everything for you as long as you pay us a little bit of mora. Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that the fish around a fishing spot at Araneus have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. Jetzt kommt bestimmt ein Aber. Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing Association, there are a few other errands that I absolutely have to run. So you'd like us to investigate the spot for you? exactly, you're right on the Mora. So I thought I could delegate this work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales. Wir haben uns bereits vorgestellt. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the two of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't sound too difficult. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that the fish have gone missing due to an encounter with the water imps. Welcher Wasserunhold? Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called Thelxie. The story our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called Thelxie. A child eating water imp? Did they tell you what it looked like? My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them all. Pretty terrifying, isn't it?
sounds kinda scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. Gibt es irgendwelche Beweise dafür? Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? So you mean someone really got eaten by a water imp? It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Irenaeus. That's no laughing matter if you ask me. Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish-heps on the island can understand human language. Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well? Why does Paimon feel like you're pulling our leg? You're just piling on the rumors now. Still, if someone's really been hurt, then we can't just ignore the situation, right, Traveler? Lass uns zuerst nachsehen. Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. Gut, Existenz eines Wasserunholds. Thelxies fantastische Abenteuer Teil 1. Darüber hinaus wollen wir doch mal kurz mal sehen, wie viel Zeit wir eigentlich, jetzt schon verstrichen lassen haben. Wie viele Kapitel von Thelxies Unterwasserabenteuer haben wir denn jetzt, schon verpasst? Eine kurzzeitige Überprüfung müssen wir jetzt, hier mal haben. Interessanterweise lädt das aber jetzt hier nicht. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spot. Okay, jetzt läuft es sehr besser. Aktion. Thelxies fantastische Abenteuer startete am 23., also schon am Donnerstag. Okay, ich habe doch ein bisschen zu sehr Zeit verstreichen lassen, aber so haben wir wenigstens einiges zu erledigen. Ist doch auch nicht schlecht. Aber gut, Irenaeus. Ist er ja auch gleich in einem neuen Gebiet. Auch in der Nähe eines Lumidosh-Hafen. Interessant, der Lumidosh-Hafen. Der wird sicherlich, später auch noch wichtig werden. Vielleicht in Verbindung, als Verbindung in Richtung Mondstadt, vielleicht in Verbindung in Richtung Snezhnaya oder vielleicht Natlan. Alles ein klitzekleines bisschen unwahrscheinlich, aber ich glaube, bevor wir jetzt erstmal dieses neue Event hier überhaupt richtig machen können, werden wir wohl höchstwahrscheinlich eher in einer anderen Sache reingezogen. Habe ich so das Gefühl jetzt aktuell. Wir können zwar jetzt versuchen, ohne große Probleme vielleicht zum Hauptevent zu gelangen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass gleich eine Weltquest starten wird. Denn so ein Baum oder eine Wasserader, was auch immer das darstellen soll. Nebelfahrt im einsamen Wald. Sieht doch generell schon verdächtig aus.
Aber wie dem auch sei, umgehen wir jetzt erstmal lieber sicherheitshalber den Wald. Ah, verdammt nochmal, neue Gegner sind hier unten auch schon. Oh, und verdammt nochmal, da sind der Sack ebenfalls auch schon diese verdammten Wassermusikinstrumenten. Aber diesmal weiß ich auf jeden Fall, wie die Sache mit der Taublase richtig funktioniert. Da brauche ich mir dieses Mal keine großen Gedanken machen. Wenn wir natürlich erstmal das Ganze in Angriff nehmen. Okay, nehmen wir jetzt erstmal den Wasserweg. Und wenn wir dann sowieso schon mal dabei sind, legen wir bei diesem Hafen oder bei dieser Schiffswerft mal kurzzeitig zu Anker. Natürlich gibt es ja hier auch eine Weltquest. War ja natürlich ja auch zu erwarten. Und es gibt hier mechanische Fische. Auch interessant. Aber am wichtigsten wird jetzt natürlich erstmal das Event hier sein. Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Huh? Look, there are some footprints over there. Die Spur der Fußabdrücke führt ins Wasser hinein. These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. Wait, did you hear something just now? Grummel, Grummel, etwas kommt vom Wasser her. Grummel, 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 das Geräusch wird immer lauter. Platsch, und schon war es an Land. What is that? Don't come any closer! Paimon? Traveler? Fréminett? I'm sorry. I forgot I was still wearing this. Fréminett nimmt seinen Tauchhelm ab. Fréminett! Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Huh? A water imp? Wir ermitteln gerade nach dem Wasserunhold Thelxie. Thelxie, you say? How surprising. Huh? You know that name too? Or do you know someone else who's trying to investigate the water imp? No, I think our situations are probably unrelated. Kannst du uns vielleicht mehr darüber erzählen? Sure, if that's in order. I know the name because of one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Following her request, I've named the toy Thelxie. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold on! Fréminett, you never take commissions from other people! Yeah, but, she made a special request, but out of respect for her privacy, I can't really talk about it. It's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly,
And I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target isn't necessarily the water imp, though. We're primarily here to investigate the disappearance of the fish. The fish? Über die Mission des Angelvereins informiert nickt Fréminett mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck. Plötzlich hält er den Atem an. I think I may have connected the dots. These past few weeks, I've been taking Thelxie for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. So, all that about the disappearing fish? Well, it was probably because of me. So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... War es Fréminett, der sich auf die Arbeit vorbereitete? Yes, I think that's quite likely as well. Whew. So in the end, it was just Fréminett. Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy tales might look like, and it all turns out to be just a hoax. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. Mach dir darüber keine Gedanken. Brauchst du Hilfe? Thanks for offering, but I can't trouble you any more than I already have. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? But don't you need to report back to your commissioner? Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. Weil wir sehr erfahrene Abenteurer sind. Exactly! So if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip! Is that what you'd like to do as well? Paimon hat recht, glaube ich. Huh. Alright, I'll trust your judgment. Please follow me. I've made a makeshift camp over there. I've stored Thelxie in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Thelxie, are you there? Thelxie? So that's Fréminett's version of Thelxie. It's also penguin-shaped, just like Pear. Yep. Had Thelxie lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. Wo befindet sich das Pinguindorf? It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Hey, Thelxie, nice to meet you. Do you know how to say hello? Kann Thelxie sprechen? I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. As it stands, Thelxie can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us just yet. No need to get so technical. So basically, you want us to help you complete and install this language module, right? No, there's no need. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. I have two other things I'd like your help with.
The first is to do some integration testing on Thelxie's motherboard, to make sure he will be able to function properly in most situations. That doesn't sound too hard. And what's the other thing? The other shouldn't take too long either. You'll need to find Thelxie some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. A weapon? Will Thelxie have to fight? Mm-hmm. Thelxie will need to be able to charge forward with a weapon in hand, like that brave prince of legend. It's a part of my employer's request. What an imaginative employer! Naming Thelxie after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, Thelxie's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Whoa, Thelxie just said something again! Could he understand what we were just talking about? He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. Gut, wir haben zwar keine Ahnung von Technik, das könnten wir aber sicher auch Here hinkriegen. we go. I have this testing manual, so feel free to reference it if you get stuck. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. Versuchen wir es. Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. Gut, Problembehandlung der Hauptplatine. Bewege nach dem Drücken des linken Joystick, um den Schaltkreis zu installieren. Bewege nach dem Drücken den linken Joystick, um inkorrekte Installation zu löschen. Drücke, nachdem du die Installation abgeschlossen hast, um den Schaltkreis in Betrieb zu nehmen. Okay, Schaltkreis nicht verbunden. Wie können wir, sagt das, drehen? Moment. Also irgendwas Wichtiges wurde jetzt hier vergessen zu sagen für mich. Ach so. Gedrückt halten. Problembehandlung abgeschlossen. Boats are made for transferring commodities back and forth. You're doing well. Just as I expected. We've taken on a lot of similar tasks before, you know. Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. We're after colorful shells and coral. Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment, right? So lala. Okay, that's good. Just let me know if you ever feel uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. Okay, wo müssen wir jetzt hin für die Materialien? Dorthin.
Dann schadet es wirklich nicht, wenn wir beim Hafen mal kurz Halt machen. It should be right over there. We'll be able to find something that'll... This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help us with all kinds of underwater... Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. These should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Tja, nicht zu danken, nicht zu danken. Wir hätten aber vielleicht mal sehen sollen, einen etwas näheren Teleporter zu aktivieren. Weil ich glaube, an der Stelle da drüben haben wir doch noch keinen. Ja, leider nicht. Wir hätten den erst da drüben am Strand schon aktivieren müssen. Dann wären wir jetzt auf jeden Fall schneller dran gewesen. Oder wir hätten den Wellenreiter nutzen müssen. So oder so dauert das Ganze mit dem Schwimmen am längsten. Ah, sieh mal, die Auftraggeberin ist da.